Hallo Freunde der Mineralogie, hallo Achat-Liebhaber und leidenschaftliche Steinsammler. Ich präsentiere Ihnen heute ein Video aus der Reihe Die Mineralien der Sarnaer-Senke. Das folgende Video beschäftigt sich mit Funden aus zwei Steinbrüchen, aus dem Steinbruch Hellberg bei Kirn und aus dem Steinbruch Giro bei Rockenhausen. Zudem besuchen wir zwei erloschene Vulkankegel, den Karrenberg und den Weiselberg in der Region Freisen. Kommen wir schon zu den magmatisch gebildeten Vulkaniten, das heißt, die nicht durchgebrochen sind. Und da wäre ein Beispiel der Steinbruch Hellerberg bei Kirn. Dort finden sich die Minerale meistens in schmalen Kalzitgängen. Und klar, dann ist das Mineral Kalzit ganz wichtig. Aber auch Erze finden sich wieder. Hier wieder ein Kupfererz, in dem Fall der Chalkopyrit. Interessant war auch das Vorkommen von einem Bleierz, von Galenit, ein Bleisulfid. Wir sehen links ein dunkles schwarzes Wachstumsphantom von Bleiglanz. Und wenn man das dann vergrößert, hat man das Bild rechts auf der Seite mit den kleinen Sternchen. Diese Sternchen haben immer einen Partner, weil das Mineral Calcit stark doppelbrechend ist. Deshalb sieht man immer zwei, wo eigentlich nur einer ist. Und dann, das kennen wir schon, haben wir eben gesehen bei Freisen. Wir haben einen Quarz, der von Goethit gelb gefärbt wird, der schöne Einschlüsse bildet. Und hier waren die Steine zum Teil recht transparent und dann habe ich auch mal einen Stein facettiert von diesem Material. Sieht wunderschön aus, ähnlich wie Rutilquarz, eine ganz passende Geschichte. Waren aber nicht die schönsten Quarze. Die kommen jetzt, die sind sehr klein, aber ganz transparent und enthalten entweder diese tafligen, runden Hämatitkristalle oder diese schneeflockenartigen, pinselartigen Gebilde, wo wir nicht wissen, was es ist. Wir vermuten, dass es Richtung Glimmer geht, aber das ist noch nicht sicher bestimmt. Ein weiterer Bruch, der in den Magmatiten liegt, das ist der Steinbruch Giro am Mannbühl. Das ist jetzt schon in der Nähe von Kaiserslautern. Dort gibt es sehr schöne Barite, Bariumsulfat und auch Hamartom. Und wenn man jetzt beide vergleicht, sind sie sich fast ähnlich. Also linker Hand sehen wir den Hamartom und rechter Hand einen Baryt. Nur die Flächen sehen ähnlich aus, sind aber doch im Winkel etwas unterschiedlich. Was der Baryt jetzt in der Mitte hat, das ist kein Fehler, der mir da passiert ist, dass genau in der Bildmitte da ein Glutkrümmel oder was drauf fiel, dass dieser schwarze Punkt entstand. Das ist eine kleine Bitumenkugel, also ein Kohlenwasserstoff. Und die gibt es auch in Kaviarform im Steinbruch Giro. Das sind also kleine Kugeln von Bitumen, die an diese Delikatesse erinnern. Wir haben auch Pyrite in schönen Ausbildungen im Steinbruch. Wir finden Kupferkies, auch hier wieder eine dünne Oxidschicht drauf, die diese bunte Farbigkeit erlaubt. Wir finden aber auch das Mineral Djurliit, was ein Kupfersulfid ist, was aber sehr selten ist weltweit. Und ich habe es jetzt mitgebracht, weil es diese wunderschöne, tannenbaumartige Struktur hat. Das sind sogenannte Dendriten und Dendriten bilden sich, wenn das Wachstum eines Kristalles aufgrund starker Übersättigung der Lösung, also viel Material zum Wachsen da, an den Kanten schneller geht wie auf den Flächen. Und dann finden sich diese Dendriten. Weiteres Material, das auftaucht, ist der Markasit. Markasit ist von der Formel her das gleiche wie Pyrit, also Eisensulfid, aber er kristallisiert rhombisch. Dann gibt es Schabasit, auch wieder ein Zeolit. Und unser ständiger Gast, der Calcit, ganz vielfältig. Ich habe hier wenige ausgesucht, also einmal schwarze zweite Generation auf Gelb, dann vielflächige, hochtransparente Kristalle in Rasen, in Spalten, aber auch die hier. Und das ist ganz ungewöhnlich. Das sind Zwillingsbildungen von Calcit, die sehen aus wie Walfluken, also der Schwanz des Wales. An einem Tag, dann nie wieder. Jetzt verlassen wir diese Spaltenvulkane. Das war unser größter Abschnitt, großer Block gleich am Anfang, jetzt wird es kleiner. Und wir schauen uns zwei Schlote an, also klassische Vulkane, wie wir sie uns vorstellen. Dazu zählt der Karrenberg und der Weiselberg. Fangen wir mit Karrenberg an. Es gibt dort Kohlenstoff, leider nicht in seiner kubischen, metastabilen Form als Diamant, sondern als langweiligen Graphit. Aber das Auftreten von Graphit ist auch schon was Besonderes. Es gibt das Mineral Magnesiumferrierit als einzige Fundstelle in Deutschland. Es gibt schöne Dolomite. Und wo heute noch jemand überrascht war im Gespräch, es gibt sehr viel Fluorit im Karrenberg. Wir haben eine primäre Abscheidung auf der Mandel sehr oft mit gelben Fluoritkristallen. Das ist wirklich sehr häufig.
und auch sehr attraktiv. Aber es gibt eine sekundäre Abscheidung im Inneren der Drusen und dann hat man weiße Kristalle oder violette Kristalle. Es gibt sehr schöne Amethyste im Carenberg, aber sie sind extrem selten. Schaut man sich diese Amethyste unter dem Mikroskop an, treffen wir wieder auf die üblichen Verdächtigen, nämlich Goethit und Hämatit. Der Goethit als Nadeln und der Hämatit als Plättchen. Interessant ist auch diese Bildung von Sternquarz. Sternquarze bilden sich also gerne auf Chalcedon, weil der Chalcedon auf der Oberfläche eine Vielzahl von Keimen hat und dann können sich diese kugeligen Kristalle bilden. Wir haben auch Pseudomorphosen im Carenberg, das sind die sogenannten Carenberger Röschen. Was man hier als Kugel sieht, vergrößert man und erkennt, dass die Kugel aus Skalenoedern, das sind diese spitzen Zähne, besteht und die sind wiederum aus Chalcedon aufgebaut. Berühmt ist der Carenberg aber für seine Achate. Und ich schätze mich glücklich, dass der in meiner Sammlung ist, aber der hier, der ist in Frankfurt, im Senckenberg Museum. Ein fantastisches Stück, schön gebändert mit utopischen Farben. Der ist wieder bei mir in der Sammlung, der ist aber auch nicht groß. Der ist gerade mal so 40 mm und zeigt eine schöne Bänderung. Neben diesen roten Rändern und der schönen Bänderung gibt es auch blaue Achate am Carenberg und die zeigen im Tageslicht wirklich eine jeansblaue Farbe, auch kleine Stücke. Das habe ich mir zusammen mit einem holländischen Freund verdient im Steinbruch. Einen Tag gearbeitet für eine Mandel, aber die ist auch sehr schön geworden. Wenn wir ein bisschen weitergehen, kommen wir zum Weißelberg. Der Weißelberg ist Naturschutzgebiet. Man darf dort nicht graben und die zwei Steine, die Sie sehen, wurden auch nur bei dem Erweitern von Wanderwegen aufgelesen. Das ist dieser gelbe und dieser zweite gelbe Stein. Das sind die Achate, die auf der Oberfläche vorkommen. Der Weißelberg selbst ist das älteste Achatbergwerk, das wir kennen, älter als die Anlagen in Idar-Oberstein. Und die Steine, die ich Ihnen jetzt zeige, die kommen aus diesen Bergwerken. Und ja, ich frage mich immer, warum der Heimatverein den Stein untergehende Sonne nennt. Ich würde ihn aufgehende Sonne nennen. Ne? Der ist also sehr bekannt. Der ist, glaube ich, seit den 20er Jahren gibt es den auf Postkarten. Anderer berühmter Stein zeigt also eigentlich einen typischen Weißelberger Stein, blaue Färbung, bisschen rosa, bisschen rötlich. Die sind den Carenbergern etwas ähnlich, weil es sind ja auch wirklich örtlich benachbarte Schlote. Klar, dann gibt es einen ähnlichen Chemismus. Dieser Stein durfte ich fotografieren im Heimatmuseum und musste dann aber feststellen, dass der furchtbar nach Öl gestunken hat, weil irgendjemand hat hinten die Hälfte vom Stein abgeschnitten. Im Endeffekt wusste keiner, wer es war. Der Stein müsste ähnlich aussehen. Wenn Sie also mal so einen Stein zufällig irgendwo sehen, sagen Sie entweder direkt in Oberkirchen im Heimatmuseum Bescheid oder bei mir. Die Sache ist noch nicht geklärt. Dieses Stück gehört mir. Das ist ein Jaspis vom Weißelberg. Den habe ich so lange geschliffen und gerundet, bis ich mit dem Bild zufrieden war. Das ist so mein Apfelbäumchen vom Weißelberg. Ein kleiner sensationeller Stein, der lag zwischen den beiden Schloten auf den Feldern von Reichweller. Und zwar ist das ein Quarz mit Mondsteineffekt. Die sind sehr, sehr selten. Man nennt das Lowell-Effekt. Man hat wirklich, wenn man den Stein bewegt, den gleichen Eindruck wie von einem Mondstein. Und das wird erzeugt durch sogenannte polysynthetische Verzwilligung. Hier haben wir einen Dünnschliff im polarisierten Licht, der zeigt das recht gut, dass hier Quarzzwillinge jeweils mit Drehung verwachsen sind. Und an diesen Lamellen, ähnlich wie eben beim Iris-Achat, wird das Licht gebrochen und interferiert, das heißt verstärkt. Und dann kann man diese blauen Farben sehen.